Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für einen Kartoffel-Paprikatopf mit Cabanossi-Würstchen. Dafür brauchen wir als erstes eine große Zwiebel, 2 bis 3 Knoblauchzehen und 100 Gramm Speckwürfel oder Bacon. Die Zwiebeln abziehen und grob hacken, Knoblauch ebenfalls abziehen, in dünne Scheiben schneiden und zum Schluss noch den Speck in Streifen schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem kleinen Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln, Knoblauch und Speck in die Pfanne geben und für ein paar Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze unter gelegentlichem Wenden anbraten. Währenddessen kümmern wir uns um die restlichen Zutaten: 750 Gramm vorwiegend festkochende Kartoffeln, schälen und in kleine Würfel bzw. Stücke schneiden, 3 Paprikaschoten, ich habe hier rot, gelb und grün, waschen, entkernen und ebenfalls in Stücke oder Streifen schneiden und zum Schluss 4 Cabanossi-Würste, alternativ könnt ihr auch Chorizo oder Mettenten verwenden, in dünne Scheiben schneiden. Danach kommen die Kartoffeln sowie Paprikastücke schon mal in die Pfanne, einmal umrühren und kurz mit anbraten. Danach geben wir die Gewürze dazu, je einen guten Teelöffel Thymian, Oregano, süßes Paprikapulver und scharfes Paprikapulver. Die Gewürze jetzt ebenfalls kurz unterrühren und wenn das erledigt ist, kommen die restlichen Zutaten dazu: 400 ml Gemüsefond bzw. Gemüsebrühe, eine Dose gehackte Tomaten, die Cabanossi-Scheiben und eine sehr gute Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer. Danach sollte alles gut mit Flüssigkeit bedeckt sein. Falls nicht, könnt ihr ruhig noch einen Schuss Wasser dazugeben. Alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können, den Kartoffel-Paprikatopf zum Kochen bringen und für 15 bis 20 Minuten bei mittlerer Hitze leicht köcheln lassen, zwischendurch immer mal wieder umrühren und so lange weiter köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind. Zum Schluss mit etwas Salz, Pfeffer und eventuell Zucker abschmecken und dann sind wir auch schon fertig. Die Pfanne vom Herd ziehen, den Kartoffel-Paprikatopf auf tiefen Tellern verteilen, mit etwas gehackter Petersilie garnieren und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Zum Servieren könnt ihr noch einen Klecks Schmand oder Creme Fraiche reichen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.